Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für ein fluffiges Zupfbrot aus Pizzaschnecken. Dafür als erstes für den Hefeteig einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben, außerdem 200 ml lauwarmes Wasser und dann alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Die Hefe-Wasser-Mischung jetzt zusammen mit 400 Gramm Mehl, einem guten Schuss Olivenöl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und anschließend mit einer Küchenmaschine oder den Händen zu einem glatten Teig verkneten, der sich komplett von der Schüsselwand lösen sollte. Wenn das erledigt ist, den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen, danach mit den Händen etwas flach drücken und mit einem Nudelholz dünn und möglichst rechteckig ausrollen, in etwa auf die Größe 50 x 40 cm. Sobald der Teig fertig ausgerollt wurde, ca. 150 Gramm passierte Tomaten auf den Teig geben, mit einem Löffel gleichmäßig darauf verstreichen, dann mit etwas Oregano sowie einer guten Prise Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss alles mit ca. 200 Gramm geriebenem Käse bestreuen. Wenn das erledigt ist, müssen wir den Teig im Prinzip nur noch portionieren. Das heißt, als erstes mit einem Pizzaschneider oder Messer in 12 ungefähr gleich große Streifen schneiden und die Streifen dann nacheinander einfach aufrollen und so zu kleinen Pizzaschnecken formen. Die Pizzaschnecken anschließend in einer mit Backpapier ausgelegten Springform platzieren, dafür 3 Schnecken in der Mitte positionieren und die übrigen 9 mit etwas Abstand drumherum verteilen. So lassen wir die Pizzaschnecken jetzt erstmal ruhen, abgedeckt mit einem Küchentuch für ca. 45 bis 60 Minuten an einem warmen Ort, bis sich das Volumen der Schnecken deutlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit belegen wir die Pizzaschnecken noch mit ein paar Salamischeiben. Dafür einfach 2 Mini-Salamis mit einem Messer in dünne Scheiben schneiden und anschließend auf den Pizzaschnecken verteilen. So kommt die Springform jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Die fertigen Pizzaschnecken dann aus dem Ofen holen. So sehen sie dann aus. Etwas abkühlen lassen und danach am besten noch warm servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.